Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, Kaffee trinken war jetzt und wer steht jetzt hier? Jem möchte jetzt Pipi machen gehen. Und ihr könnt mitgehen. Wir hatten es letzte Nacht richtig kühl hier. Mal gucken. Gerade mal 25 Grad haben wir. So, gehen wir jetzt Pipi machen? Gehen wir jetzt Pipi machen? Okay, jetzt ist noch nicht mehr zu bremsen. Jetzt könnt ihr auch mal die Anlage sehen. Das ist die Aussicht hier von meinem kleinen Bungalow. Da steht mein Pferdchen. Und jetzt müssen wir aber. Ansonsten. Oh, da hat es aber einer nötig. Da müssen wir mal ganz schnell gehen. Ja, normalerweise ist es hier ruhig, aber jetzt höre ich da hinten eine Kettensäge. Hier ist ja sonst auch nichts. Komm, Jem. Hier haben wir eine kleine Teichanlage. Und hier geht es jetzt ins Grüne. Jem verjagt die Schlangen. Quatsch, hab noch keine gesehen. Aber jetzt kommen wir an einem unschönen Punkt vorbei. Jetzt nämlich die Müllverbrennungsanlage hier. Das ist hier der Platz, wo die Leute ihren Scheiß hinlegen. Ich würde mich nicht daran beteiligen, aber das ist eben halt noch hier. Ich kenne das aus den 60er Jahren noch. Entweder wurde da der Müll verbrannt im Garten. Und hier liegt auch noch einiges. Oder es wurde ein tiefes Loch gebuddelt, da wurde alles reingeschmissen. Da sind ansässige Hunde, 5 Stück. Die schlafen anscheinend da immer unter dem Baum, da hinten. Hier sind normalerweise, was ich gesehen habe, Kühe über den Tag. Ach, da hinten kommen noch mehr Hunde. Und die finden das natürlich nicht klasse, dass jetzt ein fremder Hund hier ist. Dann haben wir da hinten ein Feuchtgebiet. Da stand anscheinend hier alles unter Wasser, wie vor ein paar Monaten hier auch die Regenfluten runterkamen, was jetzt in Samui stattfindet. Ja, hier viel Grün. Und dann fängt hier gleich die Besiedlung an. Ja, und das ist natürlich nicht schön mit dem Müll. Aber da haben die kein Draht zu, die Thais, die Umwelt ein bisschen zu schonen. Das mit dem Müll darf man nicht falsch verstehen. Hier, wo ich jetzt wohne, das ist, wie man so schön sagt, am Arsch der Welt. Hier kommt keine Müllabfuhr. Da hat jeder zu sorgen, dass er seinen Müll selber los wird. Ja, und was macht man da? Da wird es verbrannt, das ist das Einfachste. Wie gesagt, ich habe das in den 60er Jahren auch erlebt. Da wurde der Müll im Garten verbrannt oder ein tiefes Loch wurde da gebuddelt und dann hat man einfach alles reingeschmissen. Wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann ist es für die Menschen am einfachsten. Die darf man also diesbezüglich nicht verurteilen. Die hätten auch gerne, dass jeder Müllwagen jeden Tag, wie bei mir zu Hause, um 10 Uhr kommt der Müllwagen vorbei. Und dann holen die Jungs alles Wertstoffe noch mal raus, die nicht über den Tag schon rausgeholt worden sind. Und dann wird das entsorgt. Beziehungsweise auf Samui ist es so, aha, jetzt macht er sein Geschäft, super, dass das alles getrennt wird und dann geht es zum Festland und da in die Müllverbrennungsanlage. Da ist das organisiert. Hier gibt es das hundertprozentig auch, aber das ist hier... Die Straßen, die hier sind, da kommt kein Müllwagen. Also macht man das die einfache Lösung und verbrennt es. Ja, was ist? Ja, willst du spielen? Willst du spielen? Wo sind da die Hunde? Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ja. Der weiß gar nicht, wohin mit seiner Power. Ja, hier kann er frei laufen. Bis da hinten zum Sumpfgebiet. Dann wird es feucht. Ja, ich hatte vorgehabt, mit euch heute noch zum Strand zu fahren. Da wollte ich mit ihm spazieren gehen.
So, der Gute ist jetzt nicht mehr zu bremsen. Wir müssen jetzt was unternehmen. Ich habe mir gedacht, wir fahren zum Strand. Ja, gehen wir zur Beach? Ja. Okay, nee, mich nicht anspringen. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist ein Verrückter. Das heißt für mich natürlich nachher auch wieder ihn zu baden. Mal gucken, wie das klappt da. Das ist ein bisschen enger als bei mir zu Hause. Aber heute Morgen hatte ich das Programm für ihn gemacht, dass ich was mit ihm unternehme. Ja, hier ist auch keine befestigte Straße, hier kommt ja kein Müllwagen runter. Kann man vergessen. Komm her, hier. Ich höre schon meine Nachbarn. Also hier von den 6 Häusern sind nur 2 vermietet. Da wohnt ein Franzose drin mit seiner Thai-Frau. Sawadee Krap. Jem ist komplett aus dem Häuschen. Wenn ich sage Strand oder Beach, dann ist er nicht mehr zu bremsen. So, und dann zeige ich euch das mal. Also von dem Tor halte ich gar nichts. Hat keinen großen Sinn, dieses Ding, außer dass man immer morgens und abends das aufmachen muss oder schließen muss. So, jetzt können wir mal selber sehen, wie verwinkelt das ist, um nach hier zu kommen. Ich habe also meine Probleme am Anfang gehabt, also hier die Orientierung zu finden. Ihr habt ja die Luftaufnahmen gesehen, da habt ihr ja in etwa einen Eindruck bekommen, wo ich hier im Grünen wohne. So, das geht jetzt hier rechts. Hier lebt also eine relativ arme Bevölkerung, muss man sagen, wenn man nach den Häusern geht und wie es ringsherum aussieht. Aber auch dann einige kleine Prachtbauten, wie hier jetzt an der linken Seite. Das sieht man dann an den Zaunanlagen. Die haben es dann also schon geschafft, in den Mittelstand zu kommen. Das ist sowieso hier in Thailand. Du hast Arm und Reich sofort nebeneinander. So, jetzt war das. Natürlich viele Grünflächen haben wir dann auch hier dazwischen. Feuchtgebiete sehe ich da hinten. Hier an der rechten Seite ist auch wieder ein Tümpel. Und wie ich da eben schon mal gesagt habe, hier war ja auch vor ein paar Monaten Hochwasser. Da stand hier alles unter Wasser. So wie ich gehört habe, mein Haus oder die 6 Häuser nicht. Da war nämlich der Michael gucken gegangen. Sein altes Haus, wo er gewohnt hat, da stand ja das Wasser, ich glaube einen halben Meter stand da in der Straße. Mal hier super natürliche Feuchtgebiete mit großen Seerosen. Hier kommt wieder eine sehr große Villa. Also ich genieße diese Ruhe. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass das so viel Einfluss auf den Innere ist. Keine Autos zu hören. Absolute Ruhe, Natur, Sound, Vögel. Ist schon schön. Aber leider Gottes kann man ja nicht alles haben. Ich habe ein schönes Haus in Samui mit einer fantastischen Aussicht und das entschädigt so ein bisschen das Ganze. Oh, da hat Jem gerade einen Hund gesehen, da wird er ja wild. Auch ein Grund, wieso ich hier in Rayong bin, ist, dass ich einen neuen Pass brauche nach 10 Jahren. Ich habe gestern mal auf die Internetseite geschaut von der deutschen Botschaft. Ja, man muss sich ja anmelden. Da kann man also sich einen Termin aussuchen. Das war eigentlich relativ gut. Jetzt bin ich mir nur nicht unsicher mit den Dokumenten, die noch zusätzlich zu meinem alten Pass brauchen. Die schreiben da eine Abmeldebescheinigung, wollen sie noch haben von Deutschland und eine Geburtsurkunde. Mein Gott, ey, wo soll ich denn jetzt eine Geburtsurkunde herkriegen? Das wird ein Problem geben.
Da müsste ich meinen Freund Oliver mal anrufen aufs Koh Samui, dass der mal in den Unterlagen bei mir nachschaut, ob ich da irgendwo diese Dokumente noch schlummern habe. Ansonsten verstehe ich das Ganze gar nicht, wenn man mit dem alten Personal- oder Reisepass ankommt, wieso man dann noch Zusatzdokumente benötigt, um jetzt wieder einen neuen zu kriegen. Hab ja ein Dokument. Und stolze Preise haben sie auch. Das war was knapp unter 100 € für einen neuen Reisepass. Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, braucht man ja auch noch ein Dokument für die Immigration, dass man einen neuen Pass hat mit neuer Nummer. Das ist wichtig. Die kostet 35 € dieses Schreiben. Das finde ich ist also eine Frechheit. Da ist ein richtiger Abzocker, wenn das wirklich zutrifft, was da im Internet steht. Jedenfalls, wenn man einen neuen Pass bekommt hier in Thailand, muss man die Immigration informieren, damit auch alle Stempel wieder reinkommen, wie zum Beispiel Einreisestempel, das ist ganz wichtig. Und natürlich die Aufenthaltsgenehmigung ist wichtig. Was ist denn hier rein? Ach du ja, wenn da mal alles stimmt. So, die Aufenthaltsgenehmigung, die muss ja wieder reinkommen. Und man muss auch zur Bank. Das ist wichtig, das habe ich schon mal erlebt. Da hatte ich Probleme, da ich einen neuen Pass hatte. Die müssen das auch eintragen, die müssen davon eine Kopie haben, damit anschließend der Zahlungsverkehr, wenn der Pass mal nachgefragt wird, auch wieder vernünftig läuft. Das sollte man also schon vorher abklären und dafür braucht man von der Botschaft, der deutschen Botschaft, dieses Schreiben. Ah Mann, jetzt sind wir aber rumgekurvt. Das war viel, viel kürzer, normalerweise. Ja, hier sind wir normalerweise schon direkt gewesen von meinem Haus aus. Ja, da geht die Straße jetzt hier runter direkt zum Strand. Rechts davon ist das 7-Eleven. Da ist das ganz einfach. Ja, mit Jam und rein und raus. Rein geht jetzt auch ganz wunderbar. Ich glaube, noch 1 oder 2 Wochen länger. Dann kann er schon selber reinsteigen. Er versucht also jetzt schon die Trittbrett mit dem Fuß zu erreichen. Das wird dann also viel einfacher mit dem Raus. Gut, da muss er also auch viel Platz haben, wenn er rausspringt, um natürlich sein ganzes Gewicht da abzubremsen. Ne? Also direkt 1 Meter ist zu wenig. Da müssen also bestimmt schon 2 Meter, 2,5 Meter sein, wo er denn abbremsen kann mit seinem Gewicht. Er wiegt ja seine 50 Kilo. Ja, wir sind jetzt hier direkt an der Strandpromenade. Überall sind so kleine Geschäfte natürlich hier für die Thais. Hier diese Strandabschnitte sind also eigentlich nur für Thais. Die kommen am Wochenende von Bangkok und verbringen hier ihren Urlaub. So, da wollen wir mal gucken, ob Jem das wieder hinkriegt. Da komm! Jem, komm! Ja, ich bin zu weit weg vom Bürgersteig. Jem, komm! Ich hatte jetzt noch ein Treppchen gekauft, das war aber zu klein. Er wollte auch nicht drauf. Der Michael hatte sich angeboten, ein kleines Treppchen zu machen. Aber ich wollte ihn jetzt rausschubsen, das weiß er. Und da verdreht er sich, dann klappt das nämlich nicht. So, jetzt müssen wir einen Trick anziehen. Er weiß jetzt, dass ich nach hier komme. Jam! Da können wir nicht gehen, da können wir nach Hause fahren. Da müssen wir nach Hause fahren. Der Abstand zum Bürgersteig ist so groß, da müssen wir mal näher. Dann klappt das. So, da komm. 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 Komm, wir gehen zum Strand. So, jetzt haben wir gerade mal ein bisschen nachgeholfen.
Klappt doch. Irgendwann muss er das ja kapieren, dass das aber geht. Komm, hier. Hopp. Ja, siehst du, da klappt es. Ja, das ist hier so ein Strandcafé. Sawadee-Kap. Da haben sie auch für Hunde Wasser hingestellt. Man braucht nicht zu denken, dass man hier alleine ist, also sprich mit Hunde. Hier. Da wird jetzt gleich was los sein. Hier, da kommen die ganzen Hunde. Da steht schon einer, aber da lässt er sich nicht von beeindrucken, Gott sei Dank. Ja, das ist der Strand, Ausläufer von Rayong. Nochmal, wir sind also hier nicht direkt in Rayong. Rayong ist da ganz, ganz hinten. Da sieht man auch die Tanker. Wir sind also eine Ecke weit weg. Ja, der Strand sieht ganz manierlich aus. Im September, da war also die Meeresströmung so schlecht, da ist der ganze Müll hier angetrieben worden. Und da werden Hundertschaften von Menschen rangeholt und dann wird der Strand gereinigt. Komm. Komm. Ja. Ja, der kommuniziert gerade mit ihm. Komm. Jam. Ja, der Strand ist für einen alleine. Hier seht ihr mal die Anzahl von den Sonnenstühlen. Wie viele Menschen nach hier kommen am Wochenende. Das ist ein Naherholungsgebiet von Bangkok. Ist da gerade mal 2,5 Stunden entfernt. Ich sagte ja, am 22. muss ich 9:10 Uhr an der Botschaft sein. Da werde ich dann wohl Berufsverkehr eingerechnet, so 3 Stunden vorher losfahren. Jem, ja. Jem. Das ist der Strand von denen. Da hat er nichts zu suchen. So, ich möchte euch nicht weiter voll labern. Das soll es hier vom Strand von Rayong gewesen sein. Mal gucken, was wir gleich noch unternehmen. Ich schätze, ja, wir müssen duschen, auf jeden Fall. Und habe sonst nichts Großartiges auf dem Programm stehen für heute. Ich werde nachher noch zu Michael fahren. Jetzt sind nämlich einige Dokumente, die man ausfüllen muss für die Botschaft. Die müssen ausgedruckt werden. Aber das kriegen wir auch schon hin. Okay, das war's erstmal.